oder? Genau. So, liebe Leute. Hallo liebe Leute, guten Morgen. Ich grüße euch zu einem neuen Video. Und zwar In diesem wunderschönen Tag. an diesem wunderschönen Tag, ja, wir haben es jetzt ungefähr 9 Uhr morgens. Es ist heute nicht so warm. Ich glaube, ich habe vorhin aufs Thermometer geschaut, 23 Grad. Das ist angenehm zum Arbeiten. Heute wird es wahrscheinlich auch nicht so warm. Hier, das ist unser Bambus. Der ist, wie hoch wird der wohl sein? Was denkst du? 5 Meter. 5 Meter, das reicht nicht. Das sind Vielleicht 10 noch Meter mehr. mindestens, wenn nicht sogar noch mehr hoch. Ja. Da werden wir uns heute ein bisschen was nehmen. Abnehmenden Mond. Ich habe das vorher nicht so gewusst, ne? Aber es ist gut, wenn man Bambus nimmt, wenn der Mond in der abnehmenden Phase ist. Ja, warum nehmen wir Bambus? Und zwar, wir wollen in unser Schlafzimmer, das hatte ich euch ja gezeigt, den Putz. Da habt ihr das Schlafzimmer gesehen. Und zwar wollen wir im Schlafzimmer einen Schrank machen und einen Schreibtisch aus selbst gebaut, ne? Nicht aus Bambus direkt, aber Bambus wird quasi innen drinnen die Stütze sein. Oder? Ja, wie diese Möbel in die Küche. Wie Hast du die- mal schon Ich weiß gezeigt. nicht, ob ich euch das Möbel schon mal in der Küche gezeigt habe. Da wird dann am Ende Erde drumherum gemacht. Das ist wie früher so Lehmhäuser gebaut. Na? Genau, und dann haben wir uns das jetzt ausgemessen und werden heute ein bisschen Bambus abschneiden. Ich habe mir gestern mal ein Video angeschaut, wie Bambus am besten geschnitten wird, beziehungsweise wie man Bambus auswählt. Und zwar, Aber du hast schon die Erfahrung gemacht. die Erfahrung habe ich schon gemacht, ja, aber ich habe mir gestern ein Video angeschaut, wo der Mann gesagt hat, wie man herausfindet, welcher Bambus alt und welcher Bambus neu ist und welchen Bambus man am besten benutzt zum Arbeiten. Und zwar so. Und zwar, das ist ein junger Bambus, höchstwahrscheinlich. Ich gehe mal stark davon aus. Und zwar erkennt man das daran, dass er sehr glatt ist. Dann hat er diese weiße Verfärbung hier. Ja. So wie bei diesem hier. Und man kann erkennen, ist jetzt schwer zu sehen, es gibt immer diese Blätter hier. Na? Sie sagen, das ist wie eine Frau, oder wie heißt es? Wie Windel. Wie eine Windel. Man sagt, das ist die Windel vom Bambus, so sagen die Leute hier. Wenn sie noch jung sind. Wenn sie noch jung sind, damit Ja, der kleine Bambus Babys. nicht in die Hose macht. Genau. Wir nehmen natürlich Bambus, der alt ist, aber nicht der schon komplett kaputt ist, weil er soll ja auch ein bisschen halten. Und dann müssen wir uns jetzt natürlich mal auf die Suche machen, weil wir brauchen ungefähr 100 Meter Bambus. Das klingt jetzt erstmal viel. Ungefähr, sagen wir mal, 20 Stangen A5 Meter. Und das können wir uns dann zusammenschneiden. Dann gehen wir jetzt mal und suchen uns erstmal Bambus raus, den wir nehmen. Ja, es gibt ein paar Moskitos, deswegen fuchtel ich so viel mit meiner Hand rum. Aber das ist halt normal. Wir leben hier ja im atlantischen Regenwald. Und hier ist Bambus und Moskitos mögen es halt auch feucht und so. Die Fabiana, die jetzt gerade die Kamera hält, die ist sehr naturverbunden. Und deshalb wird sie euch jetzt erzählen, was sie macht, bevor sie irgendwas abschneidet oder abbricht oder dergleichen. Ja, also am besten, wenn man irgendwas von der Natur holt, man soll erstmal sich entschuldigen. Also es heißt, man betet um Entschuldigung oder Man wie- bittet.
man bittet um Entschuldigung und sagt, wir werden jetzt was holen. Damit die Natur, es ist wie respektvoll umzugehen mit der Mutter, mit allen Lebewesen in der Natur, weil es ist wie, wenn jemand von dir etwas will, niemand kommt zu dir und nimmt das einfach, ohne dich zu fragen. Und das stelle ich mir vor, dass mit der Natur ist das gleich. Also man muss respektvoll gehen und nicht einfach hinholen. Man muss sich kommunizieren mit diesen Wesen, weil sie sind auch lebendig und sie spüren alles, was wir machen. Ne? Dann, wenn man respektvoll umgeht, bekommt man auch diesen respektvoll wieder zurück. Oder? Es ist, woran ich glaube, und so ist dieses Gesetz, universale Gesetz, was wir hier tun, bekommen wir wieder zurück. Also, funktioniert mit alles. Genau, deswegen war die Fabiana gestern schon da und hat dem Bambus Bescheid gegeben, was heute mit ihm passieren wird. Wir werden uns ein bisschen was nehmen von ihm und genau. Wir suchen uns jetzt erstmal ein bisschen Bambus aus, der alt ist, den man nehmen kann, und dann schneiden wir den ab. Und zwar schneidet man den am besten ab, wenn man den richtigen Bambus gefunden hat. Und zwar schneidet man den hier an der ersten Abzweigung ab. Ich nenne das jetzt mal so. So, dass auch kein Wasser drin stehen bleibt, dass kein Wasser sich dann in dem Loch sammelt, damit der Bambus nicht faul wird quasi. Ne? Genau, wir müssen uns jetzt aber erstmal auf die Suche begeben, was wir finden. Natürlich müssen wir ein bisschen vorsichtig auch sein, weil es gibt natürlich auch Tiere hier. Vor 2-3 Jahren haben wir hier mal gesessen. Da gab es natürlich auch eine Schlange hier. Ja, die verstecken sich hier, wenn es warm ist, weil hier ist immer schön schattig. Also immer auch ein bisschen aufpassen. Hier, die sind die neuen, ne? Die geboren werden. Ah, genau. Das ist der neue Babybambus, der hier geboren wird. Das wächst meistens immer nach außen. Ne? Der ältere Bambus ist ja dann meistens auch drinnen zu finden. Schauen wir mal. So, also wir haben jetzt schon ein bisschen was gefunden. Ihr könnt mal ein bisschen von der Ferne zuschauen. Wir zeigen euch das gleich nochmal von der Nähe. Hier eine kleine Säge und meine kleine Machete. So, also wir haben jetzt mal einen Bambus gefunden. Jetzt zeigen wir euch das mal, wie das geschnitten wird. Und zwar haben wir uns jetzt für den hier entschieden. Und zwar wird der jetzt abgeschnitten hier unten an der ersten Gabelung. Hier schneiden wir den jetzt ab. Fange ich mal an. Ihr könnt das jetzt sehen, ich habe das so hier geschnitten, weil es ist an diesen Punkten ist es ja so, dass der Bambus hier nicht hohl ist. Ne? Es gibt ja immer diese Stellen, wo der Bambus dann zu ist. Und zwar schneidet man das hier ab, damit sich hier kein Wasser sammelt.
Jetzt ist es natürlich so, dass in diesem Punkt hier sich Wasser sammeln kann und dass das dann mit der Zeit verfault. Dann nimmt man einfach, wenn man es nicht richtig geschafft hat, so zu schneiden, dass es kein Loch gibt, sägt man einfach hier ein Kreuz rein, damit das Wasser ablaufen kann. Ja. So, da sammelt sich dann jetzt eben kein Wasser und das wird nicht faul, weil beim Bambus ist es ja so, der wächst unten in der Erde und damit die Wurzeln und alles nicht faul wird, ne? So hat der Mann das uns auch im Video erzählt, tut man dem Bambus so ein bisschen helfen. Ne? Man will ja, dass der Bambus auch immer weiter wächst, dass man sich immer mal was nehmen kann, weil Bambus wächst sehr schnell, ist strapazierfähig, ein sehr gutes Baumaterial. Jetzt nehmen wir den mal raus hier. Warte, soll ich das holen dort? Das. Okay. So, da Wir müssen es messen, ne? haben wir jetzt ein ordentliches Stück. Da haben wir jetzt ein ordentliches Stück Bambus. Ich messe das mal, dann wissen wir jetzt auch mal, wie lang das ist. Kaputt gemacht, So. so weit rausgezogen habe. Also hier haben wir jetzt 5 Meter. Zieht ein bisschen noch. Kannst du ein bisschen ziehen? 5 Meter haben wir hier. Okay. Naja. Ja, das sind ungefähr 10 Meter. Also 10 Meter ungefähr ist das lang. Ne? Da hast du richtig geschätzt. Dann habe ich gut geschätzt. Ja. So, Aber natürlich dieser Teil, wo es so dünn ist, hilft uns nicht so viel. ja, wir werden jetzt mal noch weiter suchen. Wir werden jetzt mal noch weiter suchen und uns noch ein bisschen mehr Bambus suchen. Ich habe ausgerechnet, wie gesagt, wir brauchen ungefähr 100 Meter. Vorne der Teil ist ein bisschen dünn, den können wir vielleicht für was anderes benutzen. Bräuchten wir ungefähr 20 Stück von denen. Ja, 20 mal 5 Meter sind wir bei 100 Meter ungefähr. Und dann können wir dann anfangen damit zu arbeiten. So, dann los geht's. Wir suchen uns jetzt weiter Bambus und viel Spaß beim Zugucken.
Das war jetzt knapp, aber Die sind nicht so gut. Aber Bambus ist ja zum Glück, Nicht wie so die schwer. meisten von euch wissen, nicht so schwer. Und so ist besser, da muss ich mich nicht so viel bücken. Die Fabiana die Kamera mal hält, weil die Fabiana, die ist nur so groß hier ungefähr. Nein, aber schaut her, ne? Das ist schon nochmal ein Unterschied. Und wenn sie die Kamera natürlich immer ein bisschen niedrig hält, dann muss ich mich immer so bücken. Aber ihr habt gesehen, muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich denke, wir haben jetzt erstmal Ich denke, wir haben Bambus jetzt erstmal für heute genug. Das tun wir jetzt ein bisschen vorbereiten. Oder wollen wir gleich noch ein bisschen mehr nehmen? Wir nehmen gleich noch ein bisschen mehr. Siehst du, das ist nicht so lang. Die Ja, wir Beine. nehmen noch ein bisschen mehr. Ich tue den jetzt erstmal zur Seite. Genau. Schwitze ein bisschen. Es ist ja heute nicht so warm. Ne? Es ist ein bisschen bewölkt, ein bisschen die Luftfeuchtigkeit hoch. Ich habe vorhin mal geschaut, 60%, das geht bei 25 Grad, aber es ist trotzdem ein bisschen anstrengend. Ne? Ich denke, wir haben jetzt genug Bambus. Werden den jetzt mal ein bisschen teilen. Ne? In 3 Meter Stücke, habe ich gedacht. Und natürlich, wir wollten eigentlich noch was für die Küche nehmen, aber wir lassen den Bambus jetzt ein bisschen seine Ruhe. Ne? Vielleicht nächste Mond. Vielleicht nächsten abnehmenden Mond oder mal sehen. Ne? Ja, genau. Und dafür, dass wir jetzt den Bambus genommen haben, müssen wir uns natürlich auch bedanken. Gell? Mhm. Oder? Ja, das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Was? Was ist wichtig? Sich zu bedanken. Vielen Dank. Seres Natureza. Also, vielen Dank an den Bambus und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal und lasst einen Daumen da. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Stadtschamane und die Stadtschamanin. Genau. Tschüss.